Liebe Studierende, mein Name ist Enrico Schleif und als Präsident der Goethe-Universität begrüße ich Sie sehr, sehr herzlich zum Start ins Wintersemester 2021/22 auf einem der Campi der Goethe-Universität. Ob Sie nun im Westend, auf dem Riedberg, in Bockenheim, in Ginnheim oder in Niederrad studieren, es ist mir eine besondere Freude, dass die Goethe-Uni Sie endlich nach 3 hybriden Semestern wieder überwiegend in Präsenz begrüßen kann. Dieses Studieren vor Ort haben viele von Ihnen sicherlich lang ersehnt. Für manche von Ihnen ist dieser Schritt jedoch vielleicht auch mit Befürchtungen und Ängsten verbunden. Lassen Sie mich daher gleich am Anfang eines klarstellen. Für Ihren sicheren und gesunden Semester oder gar Studienstart in Präsenz hat die Goethe-Universität in den letzten Wochen und Monaten enorme Anstrengungen unternommen. Wir haben in den letzten 3 Semestern nicht nur Erfahrungen im Umgang mit Corona-Risiken gesammelt, sondern unsere Maßnahmen haben sich auch als wirksam erwiesen. Bisher hat keine einzige Infektionskette ihren Ursprung an der Goethe-Universität gehabt. Und wir tun alles, dass es auch in diesem Wintersemester so bleibt. Liebe Studierende, vieles in der digitalen Lehre hat in den letzten 3 Semestern geklappt. Aber auch vieles, was ein gutes wissenschaftliches Studium im Kern auszeichnet, mussten Sie wegen Corona auch verzichten. Das soll sich jetzt an der Goethe-Universität ändern. Wir wollen Ihnen wieder die Möglichkeit geben, ein richtiges Studium zu führen. Das bedeutet nicht nur Präsenz unter 3G-Regeln in Hörsälen, Seminarräumen und anderen Orten. Genauso sind wieder Treffen mit anderen Studierenden auf dem Campus möglich, der Zugang zu Bibliotheken und studentischen Arbeitsplätzen, die Mittagspause in der Mensa und vieles mehr. Damit dies möglichst optimal gelingt, bitte ich Sie anfangs mit uns, mit Ihren Kommilitonen, den Lehrenden und Mitarbeitenden geduldig zu sein und Verständnis für die getroffenen Maßnahmen zu zeigen. Sollte der Anfang des Semesters, wie gesagt, nach 3 Semestern mit stark eingeschränkter Präsenz etwas holprig verlaufen, dann bitte ich Sie schon jetzt um Verständnis. Jetzt würde ich gern noch auf einige Punkte eingehen, die mir wichtig sind. Erstens. Es wird immer wieder die Frage aufkommen, ob es angesichts der Pandemie nicht vielleicht doch besser gewesen wäre, das aktuelle Wintersemester noch einmal als digital oder zumindest meist als Hybridsemester zu gestalten, wie dies auch an anderen Hochschulen geschieht. Liebe Studierende, als Präsidium haben wir schon im Mai 2021 entschieden, dass wir dieses Wintersemester in jedem Fall wieder in Präsenz gestalten wollen. Warum? Weil wir es Ihnen, liebe Studierende, schuldig sind, sich begegnen und überhaupt kennenlernen, gemeinsame Diskussionen und Netzwerken, aber auch studentisches Leben mitgestalten in Fachschaften, Hochschulgruppen, im Studierendenparlament. Auch das ist ein Teil der Universität und der liegt gerade brach. Und der absolut überwiegende Anzahl von Rückmeldungen, gerade auch von studentischer Seite, hat uns gezeigt, dass ein Studium im digitalen Modus für viele eine schwere Beeinträchtigung darstellt, sogar zur Vereinsamung führt. Aus diesem Grund tun wir alles dafür, dass Sie das, was Uni ausmacht, endlich wieder erfahren können. Es wäre aus meiner Sicht auch nicht verständlich, wenn in Kinos, Restaurants, Museen, Sportvereinen und so weiter wieder engere Kontakte möglich sind, dass sich dann gerade Universitäten und andere Bildungseinrichtungen von diesen Öffnungsaktivitäten abgrenzen. Zweitens, liebe Studierende, es wird für viele von Ihnen Wartezeiten vor den Gebäuden geben. Denn um sich in den jeweiligen Gebäuden frei, jedoch immer mit Mund-Nasenschutz, bewegen zu können, müssen wir am Eingang kontrollieren. Sie kennen das ja bestimmt aus den Orten, an welchen Sie sich privat auch bewegen. Wir tun dies zu Ihrem eigenen Schutz und um weiterhin bestmöglich das Entstehen von Infektionsketten aus der Universität heraus zu verhindern. Sie können jedoch für sich die Wartezeit verkürzen, indem Sie Ihre Goethe-Card, also Ihren elektronischen Studierendenausweis, mit einem entsprechenden Haussymbol bedrucken lassen. Dieses Symbol zeigt den Mitarbeitenden an den Eingängen der Goethe-Universitätsgebäude unkompliziert an, dass sie geimpft oder genesen sind. Wie das geht, finden Sie auf unseren Webseiten.
Sofern Sie nicht geimpft oder genesen sind, benötigen wir von Ihnen einen aktuellen, offiziellen Testnachweis. Drittens. Haben Sie bitte Verständnis dafür, dass wir gegenwärtig noch eine ganze Reihe studentischer Freizeitaktivitäten auf dem Campus, wie zum Beispiel Partys, noch nicht gestatten können. Absolute Priorität für uns hat, Ihnen einen sicheren Studienstart zu ermöglichen. Ich verspreche Ihnen jedoch, dass wir den Pandemieverlauf und den Semesterstart eng monitoren und sobald es uns realistisch erscheint, weitere Öffnungen vornehmen. Und im kommenden Sommersemester, wenn sich die Pandemie hoffentlich signifikant abgeschwächt hat, werden wir eine große Campusparty mit Ihnen feiern. Daher haben wir in diesem Wintersemester auch noch einmal darauf verzichtet, unsere Uni-Startmesse, zu der normalerweise bis zu 10.000 Studierende in Präsenz kommen, in einem anderen Format anzubieten. Viertens. Alle Maßnahmen unterliegen unsererseits einer ständigen Überprüfung. Sollten sich die Pandemie oder staatliche Verordnungslage in den nächsten Wochen und Monaten ändern, würden wir unsere Maßnahmen selbstverständlich auch daran anpassen. Je nach Verlauf kann dies entweder zur Erleichterung oder, und das hoffen wir natürlich nicht, wieder zu weiteren Verschärfungen führen. Stichwort Hospitalisierung in Krankenhäusern. Um auf dem neuesten Stand zu sein, sollten Sie regelmäßig auf die Corona-Seiten, auf der Homepage der Goethe-Universität oder auf unseren Social-Media-Seiten nachsehen, ob sich etwas verändert hat. Gerade die FAQs werden hier wöchentlich angepasst. Und fünftens, eine ganz persönliche Bitte von mir. Lassen Sie sich impfen, sofern das noch nicht geschehen ist. Wir wissen, dass die Impfquote unter Studierenden in Deutschland deutlich größer ist als im Durchschnitt der Bevölkerung. Allerdings sind auch noch nicht alle Studierenden geimpft. Sofern keine medizinischen Gründe dagegen sprechen oder sofern sie aus dem Ausland kommen und mit einem in Deutschland nicht anerkannten Impfstoff geimpft wurden, möchte ich Ihnen dringend nahelegen, sich impfen zu lassen. Das ist auch auf dem Campus problemlos möglich. Regelmäßig werden wir hier Impfmobile platzieren, damit für Sie die Hürde für die Impfung möglichst gering ist. Es geht mir dabei um Sie, Ihre ganz persönliche Gesundheit, aber auch um die Gesundheit Ihrer Kommilitoninnen und Kommilitonen. Und nun, liebe Studierenden, wünsche ich Ihnen von Herzen einen erfolgreichen Start in Ihr neues oder vielleicht sogar Ihr erstes Semester an der Goethe-Universität hier in dem wunderschönen Frankfurt. Ich bin mir sicher, dass Sie diese Wahl nicht bereuen und dass Sie sich hier sehr schnell heimisch fühlen werden. Aber vor allem bleiben Sie gesund und versuchen Sie auch andere im Gespräch davon zu überzeugen, dass es nur einen gemeinsamen Weg aus der Pandemie gibt, sich impfen zu lassen. Ich wünsche Ihnen für Ihr Studium das erdenklich Beste und ich freue mich, Ihnen hier bald auf den verschiedenen Campi begegnen zu können. Herzlichen Dank.